In den Ride Review Disney Park Updates sprechen wir über die aktuellen Neuigkeiten rund um die verschiedenen Disney Parks. Von Anaheim bis Tokio, von Baustellenbildern bis Events. Wir lassen nichts außen vor. Walt Disney World. FC Bayern in Disney World. Mit der neuen FIFA-Club-Weltmeisterschaft startet ein internationales Fußballturnier in ganz großem Stil. Und Deutschland ist mit gleich 2 Top-Vereinen vertreten, dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Für die Bayern beginnt das Abenteuer in den USA besonders komfortabel. Allein durch das Startgeld und einen zusätzlichen Bonus als europäischer Topverein kassieren sie rund 30 Millionen $. Damit dürfte das ein oder andere Ticket für die Freizeitparks in Orlando schon gesichert sein. Trainiert wird auf dem renommierten ESPN Wide World of Sports Complex, einem modernen Sportzentrum im Walt Disney World Resort, das regelmäßig Austragungsort für große Sportereignisse und Trainingscamps ist. Ob die Stars auch Zeit finden, die Disney-Parks zu besuchen und in welchen Hotels sie während des Turniers untergebracht werden, ist bisher nicht bekannt. Update für Buzz Lightyear's Magic Kingdom. Die beliebte Attraktion Buzz Lightyear's Space Ranger Spin schließt im August 2025 für eine umfassende Überarbeitung und soll 2026 mit vielen spannenden Neuerungen wiedereröffnen. Eine der größten Veränderungen ist eine neue Eröffnungsszene mit einem neuen Charakter. Buddy, ein freundlicher Unterstützungsroboter. Er sorgt dafür, dass alle Space Ranger einsatzbereit sind, führt letzte Systemchecks durch und gibt den Gästen die Möglichkeit zum Zieltraining mit neuen interaktiven Funktionen. Auch die Fahrzeuge selbst werden komplett überarbeitet. Die neuen Star Cruiser erhalten ein frisches Design, das sich am Look von Star Command orientiert, sowie Videomonitore mit Echtzeitpunktestand und weiteren spannenden Features. Statt der bisherigen festmontierten Blaster gibt es zukünftig tragbare Handgeräte mit einem dauerhaft aktiven Laserstrahl, der das Zielen erleichtert. Jeder Wagen verfügt über 2 verschiedenfarbige Blaster, die mit neuen Licht-, Sound- und haptischen Effekten ausgestattet sind. Die bekannten Zerg-Ziele entlang der Strecke werden ebenfalls modernisiert. Sie reagieren zukünftig direkt auf Treffer, lösen Lichteffekte aus und bieten so ein noch immersiveres Spielerlebnis. Laut Disney sollen diese neuen Ziele auch weitere, noch nicht enthüllte Ideen der Imagineers ermöglichen. Einige der neuen Technologien kommen bereits in den Disney-Parks in Shanghai und Hongkong zum Einsatz. Nun halten sie auch im Magic Kingdom Einzug. Disneyland Paris. Neue Attraktionen zum Pixar-Film Oben. Disney Adventure World. Eine neue Attraktion zum Pixar-Film Oben wird Teil der Disney Adventure World im Disneyland Paris. Vor wenigen Wochen hat der Park offiziell angekündigt, dass ein familienfreundliches Fahrgeschäft den neuen Themenbereich Adventure Way erweitern wird. Ein zentraler Teil der neuen Parkgestaltung rund um die zukünftige Hauptstraße. Die Attraktion entsteht direkt gegenüber der bereits vorgestellten Rapunzel Tangle Spin und basiert auf einem klassischen Kettenkarussell. Dabei nehmen die Gäste in freihängenden Sitzen Platz, die sich im Kreis drehen und in die Höhe schwingen. Das Besondere, die Gestaltung lässt es so wirken, als würden die Besucher an einem großen Bündel bunter Luftballons schweben. Ganz im Stil von Carl Fredricksons Fliegendem Haus aus dem Film. Die zentrale Säule der Attraktion ist mit einem Himmel aus Wolken bemalt und verstärkt so den Eindruck, durch die Lüfte zu fliegen. Trotz zahlreicher Pixar-Welten in den Disney-Parks weltweit ist dies die erste Attraktion, die vollständig dem Animationsfilm Oben gewidmet ist. Der Baustart ist für Ende 2025 geplant. Auf der bereits veröffentlichten Konzeptgrafik von Adventure Bay ist das neue Fahrgeschäft auf der linken Seite zu sehen. Mit dieser Neuheit setzt Disneyland Paris den Ausbau seines Parks konsequent fort und bietet Fans von Oben endlich ein eigenes Abenteuer in luftiger Höhe. Tokyo Disneyland. Splash Mountain jetzt noch nasser. Im Gegensatz zu den Disney-Parks in Florida und Kalifornien, in denen Splash Mountain bereits zu Tiana's Bayou Adventure umgestaltet wurde, ist die Attraktion im Tokyo Disneyland noch in ihrer ursprünglichen Form zu erleben. Und in diesem Sommer wird sie noch nasser. Während des Summer Cool-Off-Events präsentiert das Tokyo Disney Resort eine überarbeitete Version der beliebten Wasserfahrt. Splash Mountain Get Soaked Max Plus. In den vergangenen Jahren hat Tokyo Disney bereits die Variante Get Soaked Max eingeführt, bei der die Gäste mit besonders vielen Wasserstrahlen und Spritzern konfrontiert wurden. Doch dieses Jahr setzt der Park noch einen drauf. Splash Mountain Get Soaked Max Plus sorgt dafür, dass die Gäste noch intensiver mit Wasser bespritzt werden, mit noch dynamischeren und noch größeren Spritzern als zuvor.
Es wird eine aufregende Möglichkeit, sich mit zusätzlichem Wasserregen abzukühlen und dabei den Nervenkitzel der Fahrt zu erleben. Walt Disney Company, Disneyland Abu Dhabi. Im jüngsten Earnings Call hat Bob Iger, CEO von Disney, eine spannende neue Partnerschaft mit der Miral Group bekannt gegeben. 70 Jahre nach der Eröffnung von Disneyland in Kalifornien wird Disney nun einen neuen Themenpark in Abu Dhabi entwickeln. Disneyland Abu Dhabi. Dieser neue Park wird Disney Entertainment mit der arabischen Kultur kombinieren und so eine einzigartige Erlebnismöglichkeit bieten. Disney-Charaktere werden in einem völlig neuen Kontext präsentiert, wobei die kulturellen Elemente der Region berücksichtigt werden. Iger betonte, dass das Design und die operative Beratung durch Disney erfolgen, mit Unterstützung des renommierten Imagineering-Teams, das bereits an den Entwürfen für den Park arbeitet. Obwohl noch kein konkretes Eröffnungsdatum genannt wurde, versicherte Iger, dass der Themenpark auf Yas Island entstehen wird, einem beliebten Resortziel, das bereits Ferrari World, Warner Bros. Movie World und SeaWorld Abu Dhabi beheimatet. Das neue Resort wird in unmittelbarer Nähe zum Wasser entstehen und bietet Disney neue Möglichkeiten, die Geschichten der Marke Disney auf innovative Weise zu erzählen. Aber warum Abu Dhabi? Laut Iger bietet die Region enorme Potenziale, sowohl in Bezug auf den Tourismus als auch auf die Einkommensstruktur, die ideal für einen Disney-Park ist. Die Vereinigten Arabischen Emirate liegen strategisch günstig, nur 4 Stunden Flugzeit von einem Drittel der Weltbevölkerung entfernt, und sind ein aufstrebendes Zentrum für internationalen Tourismus. Die Region zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern an, wobei Abu Dhabi mit 39 Millionen erwarteten Besuchern eine zentrale Rolle spielt. Zudem hat Disney durch die erfolgreiche Einführung von Disney-Angeboten auf Kreuzfahrtschiffen, wie dem kommenden Disney-Kreuzfahrtschiff in Singapur, den Bedarf für Disney Entertainment in neuen Regionen erkannt. Miral wurde aufgrund seiner Verpflichtung zu Qualität und der Bereitschaft, neue Technologien zu integrieren, als der ideale Partner für dieses Projekt ausgewählt. Disney hat die bestehenden Angebote der Gruppe analysiert und ist zu dem Schluss gekommen, dass Miral der richtige Partner ist, um dieses ambitionierte Projekt zu realisieren. Mit diesem Resort setzt Disney auf eine neue 7. Themenpark-Destination. Das Konzept des Parks wird unter dem Motto Authentically Disney, Distinctly Emirati stehen. Eine Abwandlung des Slogans, der bereits bei der Eröffnung von Shanghai Disneyland verwendet wurde. Dieser Satz soll die Verbindung von Disneys weltweit anerkannten Markenzeichen mit der einzigartigen Kultur und Geschichte der Vereinigten Arabischen Emirate verdeutlichen. Ein spannendes, aber nicht einfaches Thema, und deswegen gibt es jetzt mal eine kleine persönliche Einschätzung bei einem Disney Park Updates Video, wo ihr mich eigentlich nicht vor der Kamera seht. Und natürlich ein sehr großer Punkt ist Budget. Und man kann, glaube ich, mit den Budgets, die jetzt verfügbar sind, richtig spektakuläre Attraktionen, Neuheiten und Erlebnisse erwarten. Man sehe vielleicht auch nach Tokio, was da alles so gebaut wurde die letzten Jahre. Da können wir uns alle, glaube ich, schon sehr drauf freuen. Disney wird wahrscheinlich auch viel mehr Strahlkraft bzw. Anziehungskraft haben als die anderen Freizeitparks vor Ort, weil Abu Dhabi und Dubai haben schon sehr viele, sehr große, wirklich unfassbar gute Freizeitparks, die aber unserer Erfahrung nach sehr schlecht besucht sind, bis fast gar nicht. Haben wir auch vor einiger Zeit einige Videos zu gemacht, werden wir uns auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen aktueller demnächst angucken, aber das könnte ein bisschen mehr Strahlkraft haben und auch vielleicht positiv für den gesamten Bereich Abu Dhabi und vielleicht auch sogar Dubai sein. Und wenn man sich jetzt fragt, okay, warum sind die Freizeitparks denn super gut, aber trotzdem schlecht besucht, denke ich mir so, ja, Abu Dhabi, Dubai stehen eher nicht für Freizeitparkurlaube, sondern eher für Strand, Meer, Shopping und vor allem Luxus. Und die Leute, die solche Urlaube bevorzugen, sind vielleicht jetzt nicht unbedingt auf der Suche nach der großen Freizeitparktour oder wollen viele verschiedene Parks machen. Das Angebot ist halt sehr groß in der Region, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es daran liegt, dass deswegen nicht so viel in den Parks los war zu den Zeiten, wo wir und Freunde und Bekannte von uns dort waren. Disney scheint auch mit dem Standort selber jetzt vielleicht nicht 100% glücklich zu sein und investiert nicht selbst in diesen Standort, sondern hat sich ja einen Partner dazu geholt. Und zum Beispiel der Umgang der Emirate mit Homosexualität ist jetzt nicht unbedingt der weltoffenste, so wie es aber auch China macht. Und dort gibt es ja auch Disney Resorts, die gut besucht sind. Und ich weiß von sehr vielen, sehr guten und engen Freunden von uns, die
davon quasi betroffen sind, um es mal so zu sagen, sich trotzdem freuen, dass da ein riesiges neues Disney Resort entsteht. Muss auf jeden Fall jeder selbst für sich entscheiden, ob man dann trotz allem dorthin reisen möchte, sich das angucken möchte oder nicht. Und zum anderen hat die Börse auch sehr positiv auf das Ganze reagiert und vor allem ist es sehr gut für Disney und zeitweise ist der Aktienkurs um bis zu 10% gestiegen. Alles in allem nicht einfach, aber trotzdem sehr spannend und spektakulär. Was ist eure Meinung zu Disneyland Abu Dhabi?